Moinsen, ich begrüße euch zum neuen Video. Unser heutiges Thema ist Tanken in der Tschechei und in Polen, ob sich das noch lohnt bei den heutigen Preisen. Und ich habe da mal eine Aufstellung gemacht. Also jetzt sind wir gerade auf dem Weg Richtung Tschechei und da bewegen sich die Spritpreise zwischen 30 und 33 Kronen pro Liter. Das ist so der Erfahrungswert von den letzten Touren, weil ich bin ja da öfter drüben. Und 30 Kronen, das wäre auf Deutsch umgerechnet 1,30 und 33 Kronen wären 1,43. Und dazu gesehen, auf der deutschen Seite habe ich so Preise zwischen 1,75 und 1,85. Und ich lasse jetzt hier in dieser Aufstellung bewusst den Unterschied zwischen Benzin und Diesel weg, weil den gibt es eigentlich nur in Deutschland. Das ist in der Tschechei und in Polen so, dass die Preise zwischen Diesel und Benzin oftmals gleich liegen. Manchmal ist das Diesel sogar teurer wie das Benzin. Das ist auch abhängig von der Gesellschaft, von der Tankstellengesellschaft, ne, und von Wochentag oder Tageszeit. Ne. Mal die Preise schwanken da ja, aber auf das alles gehe ich jetzt nicht ein. Ich nehme jetzt den Mittelwert, den ich auf meinen Touren hier so vom Vorbeifahren sehe an den Tankstellen, und da haben wir eben in der Tschechei zwischen 30 und 33 Kronen. Es gibt natürlich auch Ausreißer nach unten und nach oben. Ich habe schon Tankstellen gesehen, da waren es bei 28 Kronen und ich habe schon welche gesehen, da waren es auf über 34 Kronen. Aber so das Mittel liegt zwischen 30 und 33. Ja, und in Polen, da habe ich gestern getankt für 5,35 der Liter, 5,35 Zloty. Das entspricht 1,28 auf Deutsch. Das war eine billige Tanke. Der Mittelwert liegt so bei 5,45, das wäre dann 1,31. Und in der Nähe von der Autobahn habe ich Preise gesehen mit 5,65 und teilweise sogar über 6 Zloty auf der Autobahn. Ne? Aber in der 5,65 ist dann 1,36. Ne? Aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt auf einer Tankstelle an der Autobahn getankt habe. Na, die vermeide ich. Ich fahre dann lieber, selbst wenn ich weite Strecken fahre, fahre ich von der Autobahn runter und ein paar Kilometer nebendran. Da findet man immer irgendeine Tankstelle, die offen hat, auch mitten in der Nacht. Ne? Außer in Frankreich, das ist wieder was anderes. Aber so normalerweise, ich habe schon gut 20 Jahre nicht mehr auf der Autobahn getankt, weil das ist einfach unverschämt, was die da an Preisen verlangen. So, und jetzt schauen wir mal, jetzt wollen wir ja zu dem Thema kommen, lohnt sich das denn überhaupt? Ne? Ja, und jetzt gehen wir halt von der Tankfüllung aus, auch wenn man nicht immer einen Tank voll macht. Ne? Jetzt nehmen wir mal die polnische Sache. Mit 1,28, da runden wir mal auf 1,30 und 1,30. Und wenn wir auf der deutschen Seite 1,80 haben, dann sind das 50 Cent pro Liter Unterschied. Und jetzt war das die Billigtanke. Wenn wir jetzt nur rechnen 40 Cent Unterschied, dann sind das beim PKW, beim normalen PKW, lass mich mal kurz denken, 40 Cent. Sind das 32 Euro, aber nur, wenn man voll tankt, ne? Das ist klar. Und beim Pickup sind es dann immerhin 60, also für mich lohnt es sich auf alle Fälle. Ne? Aber natürlich tank auch ich nicht immer voll.
sondern immer nur halb voll, aber zweimal halb voll ist auch eine ganze Tankfüllung. Ne? Und da muss man halt jetzt rechnen, wie weit man weg ist von der Tanke, ne? Von der Grenze, ob sich die Fahrt dahin überhaupt lohnt. Und wenn man da berechnet, also beim Pkw kann man rechnen, der Kilometer kostet 40 Cent bei der Vollkostenrechnung. Und da dürft ihr jetzt nicht den Fehler machen, den die meisten Leute machen, dass sie nur den Spritverbrauch rechnen, sondern zur Vollkostenrechnung, also alle Kosten, die so ein Auto verursacht, da gehört dazu Steuer, Versicherung, Kapitalverzinsung, aber du hast ja entweder gekauft oder geleast und in jedem Fall musst du ja das Kapital irgendwie verzinsen. Ne? Und Wertverlust durch Abnutzung, Wartung, Reparatur, Reifen und eben auch der Sprit, ne? Und alles zusammen, da kommt man beim Pkw so um die 40 Cent, beim Pickup kommen dann noch 20 Cent Maut dazu, wenn man auf der deutschen Seite fährt. Na, aber gut, das lassen wir jetzt mal weg. Rechnen wir jetzt mal mit dem Pkw 40 Cent pro Liter pro Kilometer Fahrkosten und du hast jetzt 10 Kilometer Anfahrt, dann hast du also 4 Euro hin und 4 Euro zurück, dann hast du 8 Euro Kosten. Und wenn du jetzt 40 Cent pro Liter billiger tankst, dann musst du also 20 Liter tanken, um allein die Fahrkosten wieder auszugleichen. Ne? Und alles darüber lohnt sich dann und das muss halt jetzt jeder selbst für sich ausrechnen, wie weit er weg ist von der Grenze, von der billigen Tankstelle in Tschechei oder Polen und wie voll sein Tank noch ist, ob sich das lohnt, ob man noch wartet bis ein bisschen weiter. Man kann sich natürlich nicht immer raussuchen. Ne? So wie bei meinen Touren ist es manchmal so, wenn ich fahre und der Tank ist noch halb voll und ich weiß jetzt, ich habe jetzt eine weite Tour und dann reicht es vielleicht nicht und dann muss ich halt schon nachtanken, wenn er bei halb ist. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine einfache Rechnung. Wenn man jetzt Pi mal Daumen nimmt, der Kilometer 40 Cent und 1 Liter die Ersparnis von 40 Cent, na, und dann kann man sich das berechnen, ob sich das lohnt. Und manche verbinden das ja auch noch dazu, mit Zigaretten einzukaufen. Das habe ich gestern wieder gesehen in Polen. Da haben sie tütenweise die Zigarettenstangen rausgeschleppt. Ne? Da muss man jetzt natürlich auch beachten, dass es Höchstgrenzen gibt, die man mit rübernehmen darf. Das sind so in der Regel 2 Stangen pro Person, ne? Die maximal, und da stehen die Abfangjäger und da rechts wäre es jetzt in Richtung Tschechei gegangen. Und mit den Zigaretten, in Polen wurde ja die Tabaksteuer jetzt erst erhöht zu Anfang des Jahres, aber ich habe da keine Ahnung, weil ich bin Nichtraucher, also ich kann euch da jetzt keine Tipps dazu geben, aber so wie ich gesehen habe, wie die Leute da stangenweise das Zeug eingepackt haben, scheint sich das auch noch zu lohnen im Vergleich zu den deutschen Preisen. Ich weiß nicht, wie viel kostet in Deutschland so eine Stange Zigaretten. Da habe ich auch keine Ahnung. Ja. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Es geht jetzt eigentlich nur ums Tanken. Und wenn man dann gerade drüben ist, kann man auch einkaufen. Und in Polen zum Beispiel empfehle ich da die Biedronka, das ist der billigste Markt. Ja. Und bei der Tschechei, da ist viel Unterschied ist auch nicht. Die haben teilweise auch schon die deutschen Preise. Und vor allem bei so Sachen, die Kosmetik und Beauty betreffen, ja, da fahren die Tschechen oftmals nach Deutschland rüber, weil sie da billiger einkaufen können, die Sachen. Ja. Dazu habe ich schon verschiedene Videos gemacht in meiner Playliste Shopping Vlog, da könnt ihr ja mal reinschauen. Ja, und bei Tankstellen,
billigsten sind in der Tschechei Armex und Ono. Von Orlen würde ich eher vorbeifahren, weil die sind eher ein bisschen teurer wie die anderen. Und in Polen habe ich die billigsten, die MOG, die Circle und die allerbilligste, die Vatis. Und von der Spritqualität sind die genauso, die haben genauso die europäischen Normen wie alle anderen auch. Und ich fahre seit Jahren an Billigtankstellen und ich habe nie ein Problem damit. Das kann jetzt natürlich sein, wenn ihr einen Ferrari fahrt, der ein bisschen einen hohen Drehzahl hat, in einem hohen Drehzahlbereich arbeitet, dass der mit billigerem Sprit, dass der da nicht so zufrieden ist. Aber immerhin, wer sich einen Ferrari leisten kann, der kann sich auch einen teuren Sprit dazu leisten, denke ich mal. Ne? Da wird es also jetzt eher weniger zutreffen, dass man unbedingt auf den Cent achten muss. Ne? Und jetzt sind wir bald in der Tschechei, dann können wir ja noch das mitnehmen. Da die erste, ich weiß immer direkt hier, ich fahre jetzt hier über Farnsdorf rein und direkt an der Grenze sind ein paar Billigtankstellen, da wo wir teilweise auch schon Preise hatten von 28 Kronen für den Liter. Ne? Muss mal schauen, wie weit ist denn das noch hier? Ja, das sind noch ein paar Kilometer, sehe ich gerade. Ne? Von daher, ich hab auch schon in meiner Playliste Shopping Vlog auch verschiedene Tankstellen mal miteinander verglichen, aber die Preise, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war es noch ein bisschen teurer in Polen, ne? Überall. Das ist auch etwas, was ich festgestellt habe, weil ich komme ja hier so im Dreiländereck Polen, Tschechei, Deutschland rum. In Polen ist der Sprit billiger geworden, in der Tschechei ist er billiger geworden. Ich kann mich erinnern, in der Tschechei habe ich teilweise schon 36 Kronen gesehen für den Liter und in Polen auch schon so um die 6 Zloty, sogar drüber raus. Und jetzt sind wir auf 35 runter in Polen und auf 30 Kronen in der Tschechei. Ne? Nur in Deutschland, da bleibt es immer noch hoch und kommt immer noch teurer. Also überall außenrum wird es billiger, nur in Deutschland nicht. Ne? Das sind natürlich die arm dran, die irgendwo in der Mitte wohnen und keine Möglichkeit haben, zu einer Billigtanke über die Grenze zu fahren. Ne? Oder die, wo an der holländischen Grenze oder so, dort soll es ja noch teurer sein, habe ich gehört. Habe keine Ahnung, da war ich jetzt schon ewig Zeiten nicht mehr. Und Frankreich ist also von meiner letzten Tour, wo ich weiß, war es bei Frankreich so um die 1,60 € rum. Das ist aber auch schon jetzt ein Jahr her. Und Spanien wiederum ist billiger. Da hatte ich Preise zwischen 1,40 und 1,50 gesehen. Aber gut, natürlich, da fährt man jetzt nicht extra hin, um zu tanken, sondern nur, wenn man halt dahin fährt, weil man entweder was zu tun hat oder weil man auf Urlaub fährt. Ne? Und das war jetzt nur so als Beispiel erwähnt, wie es um Deutschland herum, außenrum aussieht mit Spritpreisen. In Ungarn, da kann ich es jetzt auch nicht sagen, weil in Ungarn, die haben ja zwei verschiedene Preise. Für die Einheimischen ist es billiger, weil die da noch irgendwie einen Rabatt dazu kriegen und als Auswärtiger musste der volle Preis bezahlen, aber meine letzte Ungarn-Tour ist jetzt schon 2 Jahre her und da habe ich gar nicht getankt dort.
weil da musste ich nicht, ich habe in Polen getankt und nach Ungarn und zurück, da bin ich mit einer Tankfüllung gekommen, ohne dass ich nachtanken musste. Von daher kann ich es jetzt nicht sagen, wie es dort kostet. Und jetzt kommen wir gleich, jetzt ist die Grenze nicht mehr weit. Das will ich jetzt noch mitnehmen, die Tankstelle, die will ich euch noch zeigen, weil nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier Blödsinn. Und hier ist die Grenze und da haben wir schon die erste, was lese ich da, 29 Kronen, was ist 29 Kronen Benzin und 30 Kronen Diesel, nee, umgekehrt, Diesel war 29 Kronen und Benzin 30 Kronen und hier haben wir auch 29 zu 30, Diesel 29, geradeaus ohne Kommastellen dahinter, guck an, und 30 und hier haben wir das Benzin für 1,26 umgerechnet. 1,26, ich habe vorhin was erwähnt von 1,28 und hier haben wir 1,26 € fürs Benzin an der Tankstelle und ich habe an dieser Tankstelle schon getankt. Du kannst da also auch mit deutschem Geld bezahlen, du musst da nicht extra Kronen wechseln, du kannst aber auch dort wechseln. Und ich glaube, soweit ich weiß, kriegst du dann, wenn du deutsches Bargeld hinlegst, da kriegst du dann Kronen zurück. Bin mir jetzt aber nicht sicher, weil ich habe da nicht gewechselt. Man kann natürlich auch mit Karten bezahlen dort. Ne? Aber bei der Kartenzahlung müsst ihr halt bedenken, dass die Bank dann noch einen Wechselkurs berechnet, ne? Und extra Gebühren dazu kommen. Also wenn du bar bezahlst, kommst du da sogar dann billiger weg. Es sei denn, du hast eine Flottenkarte, aber das ist wieder was anderes. Ja, und dann war es das jetzt mit dem Thema billig tanken erst einmal. Da wünsche ich euch noch eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal und tschüss.